Herzlich willkommen bei Die Macht der Liebe. Hier kommen meine To-Dos für dich, wenn du dein Sexleben aufpeppen willst, wenn du ein glückliches, gutes und erfülltes Sexleben haben möchtest. Sei kein Langeweiler. Alles, was immer gleich abläuft, kann schnell langweilig werden. Ja, auch langweiliger Sex ist vorhersehbarer Sex, und Vorhersehbarkeit gefällt vielen Menschen, weil dann wissen sie, was auf sie zukommt. Und das kann auch wiederum guten Sex bedeuten. Richtig guten Sex hat man aber erst bei Aufregung, bei Neugierde und Überraschung. Das sind wirklich wichtige Elemente, erotische Elemente, die da sein sollten. Ja, aber jetzt kennt ihr euch vielleicht schon in- und auswendig, sowohl körperlich als auch seelisch. Wie könnt ihr das denn bloß anstellen, dass es nicht langweilig ist? Also manche brauchen dafür einfach nur mal wieder einen schicken Restaurantbesuch ohne die Kinder oder ein paar Blümchen mitgebracht oder irgendwie eine andere kleine Aufmerksamkeit oder irgendwas, ein gemeinsames Erlebnis, was dann Lust macht. Also einen anderen Einstieg in das Sex-Date, was man dann miteinander hat. Aber andere brauchen vielleicht auch etwas mehr Stimulation. Und lasst euch da was einfallen, seid fantasievoll und haut euch da auch keine Blockaden in den Kopf. Dies oder jenes tut man nicht, so oder so sollte das doch nicht sein, haben wir doch nicht nötig, kommt man doch auch ohne aus. Vergesst all solche Sätze und werdet kreativ. Zum Beispiel verkleidet euch. Viele Frauen treffen sehr gerne einen gepflegten Herrn im tollen Anzug mit Krawatte und schick geputzten Schuhen. Oder viele Herren treffen gerne eine Frau in sexy High Heels mit einem kurzen Rock und einer adretten Bluse, wo ein paar Knöpfe offen stehen oder so, um die Fantasie anzuregen, um das Ganze nochmal anders und neu anzugehen. Also da sind dem ganzen Spiel, spielt einfach, sind dem ganzen Spiel auch keine Grenzen gesetzt und setzt euch keine Grenzen. Probiert einfach aus und seid auch nicht enttäuscht, wenn ihr das eine oder andere probiert und das war jetzt so gar nicht toll. Oh, dann lacht einfach drüber, lacht miteinander drüber. Lachen ist auch etwas Tolles und kann tollen Sex verursachen, übrigens. Und nochmal, dabei ist alles erlaubt. Schießer, Unterwäsche, Krankenschwester, Tracht, vollkommen wurscht. Das, was dir gefällt, was euch gefällt, ist erlaubt. Sex ist immer eine ganz besondere Zone. Sex ist kein Alltag. Also schlüpft aus eurer Haut in eure Sexbubble und auch in eure Sexpersönlichkeit rein. Und die erlaubt euch vielleicht Sachen, die ihr euch im Alltag nicht erlaubt. Also seid keine Langeweiler. Auch die Spülmaschine ausräumen ist Sex. Klingt vielleicht ein bisschen lustig, ist aber tatsächlich so. Und gerade für viele Frauen ist die gemeinsame Hausarbeit bzw. die eben nicht erledigte gemeinsame Hausarbeit ein Riesenthema. Das ist, glaube ich, so das zweithäufigste Thema, was ich in meiner Praxis höre, dass die Aufgaben nicht fair verteilt sind, dass er nichts im Haushalt tut oder so. Und das ist so ein brandheißes Thema, weil das hat was mit Wertschätzung zu tun. Und ja, für viele Frauen ist es absolut wichtig, dass Männer auch auf diese Art ihre Wertschätzung für das, was die Frau tut, erst recht dann, wenn sie zu Hause ist und vielleicht Kinder versorgt und er in dieser Phase des gemeinsamen Lebens das Geld verdient, erst recht dann ist es wichtig, diese Art von Wertschätzung zu bekommen. Aber auch ganz generell, das geht natürlich auch in die andere Richtung. Und wenn beide arbeiten, nochmal wichtig, dass auch die Aufgaben geteilt werden, die Fairness die hat direkt was mit dem Sexleben zu tun. Gefühlt Fairness im Alltag ist ein wirkliches Aphrodisiakum für den Sex. Also probiert es mal aus, räumt die Spülmaschine aus oder tut irgendwas anderes für den Partner und die Bereitschaft steigt tatsächlich, sich wohlzufühlen mit dem anderen, sich angenommen zu fühlen, sich wertvoll zu fühlen. Und wenn man sich wertvoll fühlt, und gerade bei Frauen ist das so, dann kommt auch die Lust auf Sex viel, viel mehr. Also Spülmaschine ausräumen. Erwartet nicht all in
one. Denn es ist absolut unmöglich, gleichzeitig ein aufregender und williger Sexpartner zu sein, voller Lust, und ein absolut treues Paar, was nie von seinen Grundsätzen abweicht, absolut verlässlich zu sein füreinander, ein bester Freund zu sein, sich alles zu erzählen, alles miteinander zu teilen, dann noch ein eingespieltes Familienteam, was die Herausforderungen und den Alltag optimal miteinander meistert. Alles das zu sein, all in one. All you can eat, das frisst die Sexualität tatsächlich auf. Die schlechte Nachricht ist, ja, die Paare, die eine tolle, aufregende Sexualität haben, die immer wieder sich auch über die Sexualität, über aufregenden Sex zusammenfinden, die sich streiten und dann wieder versöhnen, die sind eben meistens aber auch nicht so nah, die sind nicht so verlässlich, die haben immer diesen Nervenkitzel. Da gibt es häufig Ängste, wird der andere sich trennen. Und da gibt es häufig Widersprüche, da gibt es häufig gar nicht so viel Einigkeit im Alltag. Da gibt es häufig Probleme im Alltag. Zu dem Preis aber dafür super guten Sex zu haben. Oder die Paare, die unheimlich sich toll aufeinander verlassen können, die solidarisch sind, die wirklich einander sicher sind, die einander Sicherheit geben, die einander meistens treu sind, die sich als beste Freunde empfinden. Das ist ein total wichtiges Gut. Also Liebe und Freundschaft gehören auf jeden Fall zusammen. Aber häufig ist bei diesen Paaren eben genau dieser prickelnde, aufregende Sex eben nicht mehr so da. Und häufig sind das eben auch die Paare, die viel weniger Sex haben, die aber dafür tatsächlich insgesamt glücklicher sind. Ja, und dann gibt es noch die ganz, ganz seltenen Paare, die Ausnahmen. Und das sind die Menschen, die vielleicht gerade eine gute Paartherapie hinter sich haben oder die generell sich ganz viel mit sich selber beschäftigt haben, mit ihrer Kindheit, mit ihren Bindungserfahrungen, die sie früher gemacht haben, mit ihrer Beziehung, die sie davor geführt haben, die sich selber sehr, sehr gut und sehr, sehr ehrlich betrachten konnten und auch den anderen damit gut betrachten konnten. Das sind Paare, die häufig und gerade nach einer langen Zeit eine ganz besondere Beziehung erleben und auch eine ganz besondere Sexualität erleben, eine ganz innige, ganz liebevolle. Und diese Paare berichten häufig, dass sie sich unheimlich intensiv anfühlt, dass der Sex eine ganz andere Art von Intensität und Qualität auch erreicht, dass sie sehr, sehr beglückend empfinden und das auch immer wieder neu stattfindet, dass sie sich nicht, dass das nicht weggeht, sondern dass sich das eher vermehrt, diese Qualität des Sex, die sie dann miteinander haben. Das ist wirklich das pure Glück und dazu gehört auch Achtsamkeit und ja, dazu gehört auch Aufmerksamkeit. Ja, und das hat dann auch tatsächlich mit Wertschätzung, mit Achtsamkeit und auch mit Dankbarkeit zu tun. Siehe vielleicht nochmal die andere Folge über Dankbarkeit, wenn du das nochmal nachschauen möchtest. Ja, das war das Thema Sexflaute. Wir haben uns erstmal die Statistik angeguckt. Was ist überhaupt eine Sexflaute? Gibt es die überhaupt? Und wenn ja, was sind Gründe dafür? Was kann da schieflaufen? Und vor allen Dingen, wie kannst du es besser machen und idealerweise sogar guten und optimal stattfinden und dauerhaft guten Sex haben? Und das wünsche ich dir von Herzen. Das war's für heute. Thema Sexflaute und was man dagegen tun kann. Alles Liebe. Und schreibt mir von euren Erfahrungen, gerne auch von euren Sexerfahrungen, vielleicht auch nach diesem Video. Und ich freue mich auch über Likes und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Alles Liebe und alle Macht der Liebe. Ciao.